Der Ursprung ist ja die pure, also diese einfache, grundfeste Bewegung, eine Sache darzustellen mit einem Strich. Also das Minimalistischste, was man eigentlich machen kann. In unserer Kunstrichtung ist ja praktisch die Signatur, die Unterschrift. Eine Basis, auf der man aufbaut. Und das war das, was mich auch damals dazu verleitet hat, das zu betreiben, diese Form, weil mich das so angesprochen hat. Da ich ja in der Provinz groß geworden bin, da gab es natürlich kaum Graffiti, aber auf einmal ist so ein verdammtes Tag bei uns in der Stadt aufgetaucht. Und das hat mich so angesprochen, so angetörnt, weil irgendwie hat man das gesehen, da ist irgendwie Leidenschaft drin, da ist Dynamik drin, da ist Passion, da ist irgendwas. Ich konnte es damals nicht deuten. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von Graffiti. Und man hat sich aber parallel auch schon für Hip-Hop interessiert. Damals war ja Britcore ganz groß. Es war halt so ein fließender Übergang zwischen Punk, Hardcore, Hip-Hop und Hip-Hop. Nachdem dann diese ganze Jugend sich so ein bisschen zersetzt hat, weil alle natürlich irgendwann auch die Stadt verlassen haben, ich ja auch. Da war man dann ein bisschen allein auf weiter Flur. Das ganze Bandgeschehen ist irgendwie zerplatzt. Und ich wollte aber irgendwie trotzdem weiter was haben, was mich mit der Musik verbindet. Und habe dann angefangen, Platten aufzulegen. Und das hat sich bis in meine Hamburger Zeit reingezogen. Also gerade so Mitte, Ende 90er, da hat das fast schon mehr Platz eingenommen als das Malen. Und in Hamburg, nachdem ich dann bestimmte Leute kennengelernt hatte, meine spätere Ateliergemeinschaft um Dime, Daddy Cool und Tasek, da hat es dann bei mir irgendwie Klick gemacht und ich habe gewusst, entweder fährst du jetzt 100% DJing und Musik oder du konzentrierst dich aufs Malen. Und irgendeine Stimme hat mir geflüstert, dass Malen doch mein größeres Talent ist als die Musik. Diese ganz typischen um die 90er-Jahres-Styles. Das war hier noch 2004. Also da habe ich noch sehr illustrativ halt auch gearbeitet. Nachdem ich mich dann auf die Schrift, auf die pure Schrift konzentriert habe, wo man sich dann fragt, was schreibst du da eigentlich? So, deinen Namen wirst du nicht rezitieren. Das ist aus dem Kontext gerissen. Du bist nicht mehr auf der Straße mit deinen Studioarbeiten. Es macht keinen Sinn, da irgendwie 10-mal Stowhead auf so eine Leinwand zu schreiben. Das ist Zweckentfremdung. Ja? Macht keinen Sinn. Und dann überlegt man sich natürlich, was schreibst, was willst du denn schreiben, was willst du denn aussagen? Ja? Auch wenn die Aussage nicht primär war bei den Sachen, weil ich wollte ja Schriftbilder kreieren. Für mich war immer das Bild zuerst da. Aber in zweiter Hinsicht natürlich genauso wichtig die Bedeutung. Und da habe ich dann praktisch mein Sprachrohr gefunden für Inhalte, habe dann angefangen, mir Auszüge aus Songs zu nehmen, Hooklines, Quotes, Zitate, auch nur einzelne Schlagworte und habe dann gemerkt, hey, du kannst ja jetzt wirklich dich auch mit diesen Bildern komplett auch politisch ausdrücken. Ja? Du kannst subtile Messages versenden, ohne die Leute vor den Kopf zu schlagen, so. Ohne die damit erziehen zu wollen. Identität entwickeln. Beim Taggen, was ja meine Leidenschaft ausgelöst hat, da wollte man natürlich auch nicht denselben 0815 Marker, den es halt gab. Man musste selber bauen. Und da hat man natürlich irgendwas hergenommen, was man befüllen konnte, was einem Marker gleichkam. Das kennen die Oldschooler, das waren damals die Schuhcreme-Stifte. Und dieser Sponge-Tip, dieser Round-Tip hat letztendlich auch zu meinem Tag-Style geführt. Und mittlerweile habe ich da mein System gefunden, wie ich das selber baue.
und zwar in allen Größen, die die Physik zulässt. Ja? Also die kleinen Größen, die kriegt man vielleicht noch so als Stempel, Pinsel oder sonst was. Aber ich habe die ja bis an die Grenzen der Physik getrieben, indem ich die bis zu 28 cm Durchmesser gebaut habe, die dann so schwer zu handeln waren, erstmal durch Gewicht und durch Adhäsionskraft und überhaupt Größe der Buchstaben und eine Fläche zu finden, eine glatte, wo man die überhaupt performen kann. Durch diese Herangehensweise habe ich auch noch ganz andere Werkzeuge entwickelt. Eigene Pinsel, eigene Marker. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, so Sachen zu basteln, zu entwickeln, praktisch wie im Hobbykeller so eine eigenen Tools zu bauen, die eben einen auch vom Malduktus dann nachher von anderen unterscheiden, ja, indem man eben was Eigenes kreiert. Und das ist auch, glaube ich, so ein Graffiti-typisches Ding. Ja, für mich ist ja also Lettering sozusagen das Schreiben von Schrift in Großformaten, sei es auf einer Leinwand oder auch vor allem draußen auf Wänden, auf Zügen, auf jedweden Untergründen, ist für mich ja eine Choreografie. Man setzt seinen ganzen Körper ein, vor allem bei Rezitierungen, bei meinen Pattern habe ich immer wieder die gleiche Bewegung auszuführen, aber muss unterschiedlichste Positionen dafür einnehmen. Und das ist ja eine Herausforderung, eine Choreografie, praktisch einen Tanz auszuführen, aber dabei die Haltung zu verändern. Man muss immer wieder die Mitte suchen, sein Zentrum und eine ausgewogene Bewegung vollziehen. Und für mich ist das, ja, das ist praktisch ja, wie eine Choreografie, wie ein Tanz. Materialkunde ist definitiv ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit. Und es kommt auch, glaube ich, durch. Manchmal kommt es vielleicht sogar ein bisschen zu doll durch. Da unterliege ich praktisch mit meiner künstlerischen Freiheit ein bisschen diesem Handwerklichen. Und dessen muss ich mir immer bewusst sein, damit ich nicht mich davon leiten lasse, alles zu sauber oder zu clean oder also zu präzise zu machen, sondern mir manchmal mehr meinem Bauch vertraue als meinen Händen. Ja, es ist selten was Verkopftes, außer bei diesen abstrakten Geschichten. Ja, das ist so gerade so die Phase, wo ich auch drin stecke. Zwischen all den Interessen und Darstellungsformen, sei es abstrakt, sei es plakativ, Textile, Roundtip, Abarten von Fraktur, das alles irgendwie zusammenzubringen und es zu meiner Sprache zu machen. Die Balance von allem zu finden. Und die abstrakte Malerei, wo ich mich manchmal drin befinde, auf all meinen verquerten Ausschlägen, die so passieren, ja, das sind zwei Paar Stiefel. Also deswegen braucht man, oder ich brauche das wahrscheinlich auch ab und zu wieder, mich wieder an meiner Ursprungsform festzuhalten, um dann von da aus wieder abzutauchen, wegzuspringen, Kurven zu schlagen und von der roten Linie wieder wegzugehen, um dann wieder das Eigentliche wieder auch wertzuschätzen. Aber wenn man komplett abstrakt malt, also mit diesen Auflösungen und Farbflächen und Verwischungen da malt man komplett aus dem Bauch heraus. Und da kann einem keiner mehr sagen, jetzt ist das Ding fertig oder nicht. Das ist ja so oft so, das ist ja wie wenn man verreist und zurückkehrt. Vielleicht verreist man ja auch nur, um zurückzukehren, weil man dann wieder wertschätzt, was man eigentlich hat.